Willkommen im schönsten Keller von ganz Osttirol. Wie ihr unschwer erkennen könnt, geht es heute um das Pedal hier. Es ist ein sogenannter Akustiksimulator, ein AC3-Pedal von Boss. Das Pedal sollte aus einer E-Gitarre eine Akustikgitarre machen, bzw. eine Akustikgitarre simulieren. Ich möchte euch das Pedal ein bisschen zeigen und natürlich auch ein bisschen drauf spielen, damit ihr euch einen Eindruck machen könnt, wie das Pedal tönt und ob es vielleicht etwas für euch wäre. Ich spiele das Ganze auf meiner ESP LTD Black Metal, meiner Prinzessin. Die geht direkt ins Boss-Pedal rein. Vom Boss-Pedal geht es weiter auf meinem Randall RD100 Verstärker. Und der RD100 ist an meine 4x12er Randall Box angeschlossen und das Ganze wird aufgenommen mit zwei Mikrofonen, einmal mit dem Shure SM58 und einmal mit dem Shure SM57. Und ich würde sagen, ich spiele jetzt einfach ein paar Akkorde drauf und stelle das Pedal ein und ihr kriegt dann einen Eindruck davon. Also als erstes mal ohne Pedal, so tönt die Gitarre und der Verstärker. So, und ich stelle jetzt hier mal alles auf Standard ein. Das heißt, alle Regler zeigen in die Mitte rauf. Und als erstes haben wir hier auch den Standardmodus. Mal schauen, ob man hier dann einen Unterschied hört. Als zweites ist hier die Jumbo-Gitarre. Oh, habe ich es jetzt? Jawohl. Jumbo-Gitarre. Und mir persönlich gefällt dieser Modus am besten, weil meiner Meinung nach mit dieser Kombination, so wie ich es hier habe, tönt das auch am ehesten nach einer Akustikgitarre. Und dann als nächstes haben wir hier den sogenannten Enhanced Modus. Mal schauen, wie der tönt. Und als letztes ist hier noch der Piezo-Effekt bzw. Piezo-Einstellung auf dem Pedal. Also, der Modus gefällt mir überhaupt nicht. Das klingt nicht schön. Das Schöne an diesem Pedal ist, ich gehe jetzt nochmal auf den Jumbo-Modus, weil der Jumbo-Modus, wie gesagt, der gefällt mir wirklich sehr gut. Da kann man auch ein Reverb ein bisschen lauter einstellen. Dann hat man nochmal ein bisschen mehr das Gefühl, es tönt wie eine Akustikgitarre. Dann müssen wir das Pedal an sich auch noch mal lauter einstellen.
Also meiner Meinung nach kommt es überhaupt nicht an eine wirkliche Akustikgitarre her. Eine Akustikgitarre gut aufgenommen tönt einfach nur ein Stück besser. Allerdings ist es, glaube ich, ein praktisches Pedal, weil man viel unterwegs ist, weil man viel live spielt und eben im Repertoire E-Gitarre und Akustikgitarre hat und man nicht jedes Mal Lust hat, eine Akustikgitarre mitzuschleppen, dann nimmt man halt das Pedal mit. Und ich glaube, um ein Lied zu begleiten oder nur kurze Stückchen in einem Lied zu spielen, die nach Akustikgitarre tönen sollten, dafür ist es ganz gut geeignet. Und wie gesagt, also der Jumbo-Modus, der gefällt mir persönlich am besten, vor allem mit dieser Gitarre. Wenn es jetzt eine andere Gitarre ist mit anderen Tonabnehmern, tönt es wahrscheinlich wieder ein bisschen differenzierter. Aber ich glaube, so kann ich damit ganz gut leben. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir mal einen ersten Eindruck gekriegt. Wie gesagt, momentan ist es so angeschlossen, die Gitarre geht ins Pedal rein und vom Pedal geht es in Input vom Amp. Ich nehme es jetzt Wunder, wie tönt das Ganze, wenn ich vom Send-Out vom Amp aufs Pedal gehe und dann wieder zurück. Schließen wir das mal so an und dann spiele ich nochmal so drauf. So, das Ganze ist jetzt umgesteckt. Das heißt, ich fahre mit meiner Gitarre direkt auf den Verstärker. Vom Verstärker geht es über den Send-Out ins Pedal rein und vom Pedal wieder zurück auf die Box. Und das ist das, was man hört. Also hier jetzt nochmal die Gitarre ohne das Pedal. Und das ist jetzt das Pedal nochmal, wie gesagt, über den Send FX. Als erstes wieder mit ein bisschen mehr Hall und den Standardmodus aktiviert. Hören Sie das? Hier hat es ein ganz grusiges Rauschen drauf. Das gefällt mir mal nicht. Mal schauen, ob das am Pedal liegt. Also ich höre es selber, es hat hier so ein komisches Rauschen drauf und das ist etwas, das gefällt mir gar nicht. Ich werde das Pedal in Zukunft weiter brauchen, weil es gefällt mir. Wie gesagt, der Jumbo-Modus für ganz kurze Stückchen, um ein Lied zu begleiten, das gefällt mir. Aber ich werde sicher nicht über den Send FX anschliessen, weil ich höre selber, das Rauschen, das passt nicht. Ja, und viel mehr wollte ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Vielleicht noch etwas. Ich habe mich schon gefragt, was passiert, wenn man eine Akustikgitarre
an ein Akustik-Simulator-Pedal anschließt. Wie tönt denn das? Tönt es dann wie eine E-Gitarre oder tönt es dann noch akustischer? Das probieren wir jetzt aus. Dann schalten wir mal aus. So. Und dann haben wir hier meine Lady in Black. Ja. So, was passiert doch jetzt, wenn ich den ersten Ton anspiele?